Wie entsteht ein Themencheckbericht? Wer sind die Menschen im IQWiC, die daran arbeiten? Das zeigt diese Fotostory. Im Institut kümmern sich vor allem Ulrich und Laura um die Themencheckberichte. Ulrich erklärt das Besondere daran. Jede und jeder kann eine Frage stellen, die in einer Gesundheitstechnologiebewertung beantwortet werden soll. Vorschläge werden über die Website eingereicht. Das Diagramm zeigt, das Themenspektrum ist breit. Nur Arzneimittelfragen sind ausgeschlossen, erklärt Laura. Dafür gibt es andere Bewertungsverfahren. Jemand hat gefragt, ob es für Frauen mit Blasenentzündungen wirksame pflanzliche Alternativen zu Antibiotika gibt. Was ist nach dieser Frage passiert? Manche Themenvorschläge sind etwas vage, dann werden sie konkretisiert. Dazu berät sich Laura mit Claudia, die im IQWiC den Bereich Versorgung leitet. Die Frage zu den Blasenentzündungen war aber schon genau genug formuliert. Das berichtet Ulrich hier an den Ressortleiter Lutz Altenhofen. Pro Jahr können 4 bis 5 Themen bearbeitet werden. Die werden in 2 Schritten festgelegt. Ein Auswahlbeirat sucht zunächst 15 besonders relevante Themen aus. Dafür werden hier Unterlagen vorbereitet. Marco recherchiert, ob es zu den Themen überhaupt Studien gibt. Zu Blasenentzündungen gab es zum Glück einiges über pflanzliche Mittel wie Cranberries. Im Auswahlbeirat sitzen PatientenvertreterInnen und per Los ausgewählte BürgerInnen. Auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung entsendet eine Person. Der Auswahlbeirat trifft sich einmal im Jahr. Immer ein Highlight. Die meisten Bürgerinnen und Bürger sind ja medizinische Laien, aber alle sind engagiert und konstruktiv bei der Sache. Schon vor der Sitzung bearbeiten sie einen Bewertungsfragebogen. In der Sitzung stellen sie Fragen und stufen die Themenvorschläge ein. Am Ende stehen 15 Themen auf grün. Und so sieht das Ergebnis aus, mit dem wir einmal im Jahr in den zweiten Auswahlschritt gehen, zum erweiterten Fachbeirat. Der erweiterte Fachbeirat priorisiert die Auswahl weiter. Dafür werden noch weitere Informationen eingeholt, etwa von Dominik zum gesundheitsökonomischen Stellenwert der Themen. Ulrich und Laura diskutieren die Vorauswahl mit der Institutsleitung. Hier legen Jürgen Windler und Stefan Lange endgültig fest, welche 5 Themen bearbeitet werden. Das Thema pflanzliche Präparate bei wiederkehrenden Blasenentzündungen hat es in die Top 5 geschafft. Hier noch einmal der Prozess, den wir bisher dargestellt haben. Die Berichte werden von externen Forschungsgruppen geschrieben. Ferry aus dem Justizariat bereitet gleich die Ausschreibungen vor, auf die sich interessierte Teams bewerben können. Jedes Team wird auf Befangenheit geprüft. Robert leitet die Interessenkonfliktkommission. Er lehnt sich entspannt zurück. Keine Probleme, der Auftrag kann vergeben werden. Wenn der Vertrag in trockenen Tüchern ist, organisieren wir ein Kick-Off-Meeting mit der Forschungsgruppe. Beim Thema Blasenentzündungen war das ein Team aus Wien. Als erstes schreibt das Team einen Methodenplan zur Erarbeitung des Berichts. Jochen aus der technischen Redaktion bereitet ihn für die Veröffentlichung auf der IQWiC-Website vor. Fachliteratur, an die das Team selbst nicht herankommt, beschafft unsere Bibliothek. Hier nimmt Jürgen zwar eine Zeitschrift zur Hand, das meiste läuft aber digital. Das Wiener Team spricht ausführlich mit Frauen, die Blasenentzündungen haben, zum Beispiel darüber, welche Behandlungen sie ausprobiert haben und was sie besonders belastet. Bei Bedarf schalten Ulrich und Laura Spezialisten aus dem Institut ein. So prüfen Dominik und Anja den gesundheitsökonomischen Teil des Entwurfs aus Wien. Bevor der vorläufige Bericht veröffentlicht wird, prüfen wir, ob alles zur IQWiC-Methodik passt. Nina aus dem Stabsbereich Qualitätssicherung sieht sich letzte Änderungen an. Zum vorläufigen Bericht können alle Interessierten Stellung nehmen. Christina korrespondiert mit den Stellungnehmenden, etwa wenn sie zitierte Quellen nicht mitgeschickt haben. Wenn wir Rückfragen haben, setzen wir bei uns im Kölnturm eine Erörterung an. Mündlich klärt sich vieles leichter auf. Beim Thema Blasenentzündungen war das aber nicht nötig. Während das Team aus Wien den Bericht anhand der Stellungnahmen überarbeitet, schreiben wir den Herausgeberkommentar. Darin ordnet das IQWiC den Bericht aus seiner Perspektive ein. Die Institutsleitung spricht den Entwurf des Herausgeberkommentars durch und Dennis aus dem Ressort Gesundheitsinformation schreibt eine allgemeinverständliche Zusammenfassung. Der finale Bericht, der Herausgeberkommentar und die Zusammenfassung werden von Nina und Jochen auf Herz und Nieren geprüft. Markus verpasst den Dokumenten den Feinschliff. Alles wird veröffentlicht: Bericht, Herausgeberkommentar, Stellungnahmen und Zusammenfassung. Das macht unsere Online-Redaktion: Andrea, Johannes und Nelly.
Dem Bericht zufolge können Cranberry-Präparate bei wiederkehrenden Blasenentzündungen helfen. Antibiotika sind nicht immer nötig. Das wird auch an die Fragestellerin übermittelt. Bestimmte Arbeitsschritte bleiben oft unsichtbar, hier nicht. Liliana und Silvia aus der Buchhaltung prüfen die letzte Rechnung, die das Team aus Wien eingereicht hat. Alles in Ordnung. Babette aus dem Stabsbereich Kommunikation genießt die Mittagspause, nachdem nun auch ihre Pressemitteilung zum Bericht verschickt wurde. Und Susanne, ebenfalls aus der Kommunikation, beauftragt eine externe Übersetzerin, den Bericht ins Englische zu übertragen, damit die Ergebnisse auch international verfügbar sind. Laura freut sich. Unter allen fertiggestellten Themencheck-Berichten wurde dieser im ersten Halbjahr 2022 am häufigsten aufgerufen und die Presse hat sehr breit berichtet. Auch Autorin Heidi Stürzlinger ist zufrieden. Sie schätzt die Zusammenarbeit mit dem IQWiC sehr. Es ist ein spannender, gut strukturierter Prozess und es geht immer um relevante Fragestellungen. Und Björn Skulte aus dem Auswahlbeirat meint, das war Beteiligung, wie sie sein soll. Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichsten Lebenslagen kommen zusammen, um bei einem wichtigen Thema mitzubestimmen.